Ich bin Annika Plate, habe dieses Jahr mein Abitur gemacht und plane nächstes Jahr zu studieren, Kunst zu studieren bzw. Kommunikationsdesign und war eigentlich mein Leben lang schon für alles begeistert, was irgendwie mit Kunst oder Kreativität zu tun hat. Was dachtest du, als du das erste Mal von der Idee zu Halblingen gehört hast? Also mein erster Gedanke war, glaube ich, da hat Josua sich aber was vorgenommen. Aber ich war auch direkt irgendwie begeistert für diese ganze Welt, die er sich da ausgedacht hat und dieses Projekt. Und er hat mir dann auch mehr von seinen ganzen Ideen erzählt und da habe ich auch wirklich gemerkt, wie durchdacht das ist und was für Details da alles drin sind und hatte auch direkt Bilder im Kopf und war auch begeistert, genau. Welche Aufgabe hast du beim Halblingen-Projekt übernommen? Meine Aufgabe war hauptsächlich, die ganzen Illustrationen zu machen und sozusagen die ganzen Ideen aus dem Kopf zu visualisieren für euch Zuschauer sozusagen. Genau, und auch die ganzen Bilder, die man auf der Webseite sieht und beim Kickstarter-Projekt, die habe sozusagen ich gemacht. Was hat dich dazu motiviert, beim Halblingen-Projekt mitzumachen? Am meisten motiviert hat mich, glaube ich, die Chance, die Sachen zu malen. Also, wie ich schon erzählt habe, als Josua mir seine Ideen dargelegt hat, hatte ich direkt Bilder im Kopf und das war so was total anderes von dem, was ich normalerweise male. Aber diese Idee, in eine Welt einzutauchen und eine Welt zu kreieren und mit diesen ganzen kleinen Details auszuschmücken, hat mich direkt begeistert und ja, auch diese Chance, diese Sachen auf Papier zu bringen, fand ich einfach total cool. Du verbringst einen Tag in Halblingen, wie es in ein paar Jahren aussehen könnte. Was sind deine Highlights? Ich glaube, ich würde einfach genießen, durch dieses Dorf und die ganze Szenerie und Natur zu laufen und, keine Ahnung, zu hören, die ganzen Berufe zu hören, den Schmied und die Gerüche und richtig diese Welt einzutauchen und mir vorzustellen, in so einem anderen Zeitalter zu sein und ja, da durchlaufen und mich auch für diese handwerklichen alten Berufe begeistern zu lassen und meinen Horizont ein bisschen zu erweitern, was halt diese handwerklichen Fertigkeiten angeht. Wo ist dein Lieblingsplatz im zukünftigen Halblingen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass da so eine alte Bank ist und auf so einem Hügel und man so dieses ganze Dorf überblicken kann und ja, da einfach in der Natur zu sitzen. Ich glaube, ich wäre jetzt nicht die Person, die da mitten im Geschehen sitzt, sondern eher so abseits ein bisschen das alles einsaugt und genießt und da sozusagen das ein bisschen überblickt und da einen kleinen ruhigen Ort zu haben, stelle ich mir ganz schön vor. Welcher Beruf sollte deiner Meinung nach in Halblingen auf keinen Fall fehlen? Ich glaube, ich würde mir das ganz schön vorstellen, wenn da auch ein Beruf ist, der halt ins Kreative geht, also sei es Töpferei, was ich total spannend finde, oder Kalligrafie-mäßig, dass Leute da Bücher schreiben, damals ja noch, und diese total ausgeschmückten Buchstaben noch mit alten Federkielen oder so. Also alles, was mit diesen kreativen Sachen zu tun hat, fände ich total spannend. Aber auch für Sachen wie Schmied oder Schreiner mit so Holzfertigkeiten oder so kleine Sachen schnitzen. Ich weiß jetzt nicht genau Berufsbezeichnung, aber ja, halt so kreative Sachen würde ich total toll finden, da das zu sehen. Was hast du während des Projektes gelernt? Oh, total viel. Also, wie schon gesagt, die ganzen Motive waren total aus meiner Komfortzone raus, also was total Neues. Normalerweise bin ich sehr porträtfixiert, sage ich mal, aber dieser Stil und auch diese Höhlen mit diesen unglaublich kleinen Details zu machen, war was ganz Neues, wo ich aber auch total viel gelernt habe. Genau, und was auch total Spaß gemacht hat. Also gerade in diesen handwerklichen habe ich viel gelernt und natürlich die ganzen Informationen, die ich gelernt habe über die handwerklichen Berufe, wo ich dann gelernt habe, okay, das muss ich anders malen, weil damals hatten die dies und das noch nicht. Da habe ich auch total viel Hintergrundwissen nebenbei gewonnen. Wenn du ein Halbling wärst, der in Halblingen wohnt,
Welchen Beruf würdest du ausüben? Also ich glaube, dass auch da ich meine kreative Ader irgendwie ausleben würde. Und ich glaube, ich wäre total begeistert fürs Töpfern. Also so Sachen zuvor mit meinen Händen und dann später eventuell auch anzumalen und zu brennen und zu verkaufen auf dem Markt und so. Ich glaube, da könnte ich mich gut sehen. Ja. So, und hier geht es jetzt weiter zum nächsten Video vom Gründer Josua und wo ihr ein bisschen mehr über ihn erfahren könnt.